Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen aus dem Varanga Nationalpark, ganz im Nordosten, ich gehe lieber wieder rein, ist ein bisschen windig, im Nordosten von Norwegen. Wir hatten heute einen langen Fahrtag. Wir sind vom Festland Nordkap bis hier rüber auf die Varanga Halbinsel gefahren. Das ist natürlich relativ sämig, weil man an den ganzen Fjorden vorbei muss und so weiter. Also wir sind eigentlich den ganzen Tag mehr oder weniger gefahren. Jetzt sind wir aber da, wir gucken, was es hier gibt. Wir wollen wandern gehen, wenn das Wetter mitspielt. Vielleicht haben wir Glück und sehen auch noch mal das Nordlicht. Wir schauen einfach mal, wir lassen uns überraschen. Ein paar Tage haben wir auf jeden Fall noch Zeit, die wollen wir hier genießen. Es ist richtig kalt, die Heizung läuft gerade hoch. Ohne geht gar nichts mehr, aber ja, es passt irgendwie auch sehr, sehr gut hier zum Ishavet, zum Eismeer. Und ja, schauen wir mal. Also kommt gerne mit auf die Varanga Halbinsel und viel Spaß beim Video. Guten Morgen ihr Lieben, das Wetter ist so, wie man es erwartet, hier am nördlichsten Punkt von Europa. Nicht ganz nördlichsten Punkt, aber wir sind echt weit im Norden. Wir machen jetzt eine kleine Wanderung auf so eine Halbinsel, wo es sehr viele 3-Zehen-Möwen zu beobachten geben soll. Die wollen wir uns angucken und es regnet. Deswegen haben wir alle unsere Gummiklamotten an. Danach fahren wir an einen Platz mit WLAN, denn es ist Zeit, ein neues Video hochzuladen. Das habt ihr aber schon gesehen. Wir sind ja ein bisschen vorne weg in der Realtime sozusagen. Wir düsen jetzt los und genau, bis später. Wir sind losmarschiert. Das Wetter hat sich ein bisschen stabilisiert. Es ist ja ungemütlich rau, aber trocken und kein Wind. Also eigentlich perfekte Bedingungen für diesen Breitengrad. Die Wanderung, die wir jetzt machen wollen, die führt hier so durchs Vogelschutzgebiet. Hier wird im Frühjahr und Sommer wohl fleißig genistet. Die Nist- oder Brutsaison ist jetzt natürlich rum. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch, wir sind jetzt nur Hobby-Ornithologen. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch Vögel gibt, die noch brüten. Ich glaube aber nicht. Maximal haben die jetzt vielleicht noch ein bisschen ihre Jungen im Nest oder sowas. Aber ich denke, das ist im Großen und Ganzen vorbei. Die Wanderung sind 7 Kilometer, also kleiner Spaziergang für uns. Und ja, wir rechnen jetzt so mit einem Stündchen. Bis jetzt ist der Weg richtig cool. Ganz viele Vögel, man hört hier auch im Hintergrund schreien. Richtig schön, so an der Küste entlang. Ich freue mich auf den Weg. Und ihr? Ich habe sogar extra den russischen Feldstecher vom Opa rausgeholt. Ja. Also richtiges Profi-Equipment heute für die Ornithologie. Ja. Sehr gut. Man sieht schon Kormorane übrigens. Ja gut, Kormorane sind jetzt nicht so speziell. Die gibt es bei uns in Deutschland ja auch oder eigentlich überall. Aber was jetzt hier speziell sein soll, ist diese 3-Zehen-Möwe. Dann natürlich der süße Papageientaucher, der Puffin. Die haben wir in Schottland schon beobachtet. Da sind wir auch an den Felsen auf eigene Faust losgekraxelt, so lange bis wir welche entdeckt haben und die sind richtig schön anzusehen. Ja, ansonsten verschiedene Möwenarten, Kormorane, wahrscheinlich noch ganz viele andere Sachen. Bitte steinigt mich nicht, wie gesagt. Wir machen das hier nur so ein ganz bisschen zum Hobby. Wir sind keine Profis. Aber trotzdem, wir freuen uns, was Neues zu entdecken. Und ja,
Ihr könnt gerne ein bisschen mitkommen. Viel Spaß! Tja, was nicht so erfreulich ist, dass es hier im Gebiet Vogelgrippe gibt. Und hier liegen wirklich, wir haben es gestern schon gesehen, hunderte tote Vögel rum. Und natürlich kann man das durch Drauftreten auf Exkremente oder Teile der Vögel, Federn und so weiter auch spreaden. Also wie sagt man hier, verteilen, verbreiten. Deswegen ist man angehalten, hier entsprechende Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten. Also keine toten Vögel anzufassen und so weiter. Aber es ist schon ein trauriger Anblick. Hier liegt wirklich überall liegen Überreste von Vögeln zwischen den Felsen auf dem Weg. Das ist schon übel. Hier am Hang sieht man ja die ganzen Nester, alles voll, komplett. Und jetzt liegen natürlich hier unterhalb dieser Brutplätze die ganzen Leichen. Es ist ein bisschen schwierig hier durchzukommen, ohne drauf zu treten. Es riecht auch entsprechend unangenehm. Der Geruch erinnert so ein bisschen an Hühnerstall. Ist schon ein bisschen eklig. Aber echt heftig. Was ich gerade krass finde, ist im Sommer, ich weiß nicht, ob man im Sommer hier nicht langlaufen darf. Zum Beispiel war es in Südschweden so, dass die Wanderungen, die sehr nah an den Nistplätzen vorbeigeführt haben, in den Nistmonaten auch gesperrt waren. Das weiß ich jetzt nicht. Aber vorne sah man jetzt kein entsprechendes Schild am Start der Wanderung. Also was ich krass finde, ist, wenn man hier tatsächlich auch während der Brutzeit langlaufen darf, dann läuft man jetzt direkt unter den Vogelnestern durch. Das ist schon krass. Also es ging jetzt auch nicht weiter. Man kann halt hier sehr, sehr gut diese Nester beobachten. Auf dem Schild steht auch geschrieben, dass hier die Halbinsel Eckerøy der bestzugänglichste Vogelfelsen ganz Norwegens sei. Die 3-10-Möwe ist die typische Vogelart, aber natürlich gibt es hier auch viele andere Arten. Und krass ist, die verbringen den gesamten Winter auf dem offenen Meer. Komplett. Also die sind nur zum Nisten an der Küste und ansonsten fliegen die aufs offene Meer raus und überwintern da, kommen dann erst zum Frühjahr, wenn die nächste Brutsaison losgeht, wieder. Und die Einheimischen, die haben hier in früheren Zeiten die Eier geklaut, haben die hier in die Gastronomie verkauft oder selber verwendet als Nahrungsgrundlage. Witzig ist, dass das heute nicht mehr gemacht werden darf, dass nur noch von den Silbermöwen die Eier genommen werden dürfen. Also offensichtlich gibt es heute immer noch Eierraub auf Eckerøy, aber nicht mehr bei den 3-10-Möwen. bin der Meinung, das ist eine unfassbar schöne Wanderung durch dieses arktische
Klima, die typische Vegetation, dann die Aussicht, diese Klippen. Wir haben so ein bisschen so eine Mischung aus Großbritannien und Dänemark-Gefühle, weil es ja auch sehr viele Sandstrände gibt, viele flache Gräser, Wiesen. Also es ist schon echt ein absoluter Traum. Das Wetter hat sich eingekriegt, deswegen macht es jetzt umso mehr Spaß. Also ich feiere die Wanderung richtig. Was sagst du? Richtig schön. Wunderschön. Wahnsinn, wie viele Moltebeerenpflanzen es gibt. Wir sind aber leider zu spät mittlerweile. Naja, wir haben ja in Schweden oft welche gefunden. Ja. Und es ist halt so eine typische arktische Pflanze, die wächst halt hier. Und das ist ja auch Torfboden. Hier wurde auch getorft und damit wurde Brennmaterial, Brennstoff gewonnen. Hier gibt es überall Infotafeln, die so ein bisschen über die Nutzung des heutigen Reservats zu früheren Zeiten informieren. Ja, und es ist einfach unfassbar, wie schön das hier ist. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. So, wir haben den entferntesten Punkt der Wanderung erreicht. Ein Seezeichen. Oh, ich gehe mal hier ein bisschen im Windschatten. Ein Seezeichen, das in Richtung Eismeer oder Barentssee zeigt, um hier den Schifffahrern ein Zeichen zu geben, dass hier die Ekerö-Halbinsel ist. Und natürlich wie überall sitzen hier zahlreiche Vögel auf den Klippen. Das ist richtig cool. Susanne, was hast du gefunden? Ein paar schöne Strandschätze, zum Beispiel diesen kleinen Krabbenarm. Ja. Ah, okay. Ja, das war die Ironie bei der Geschichte. Das sind richtige Mahlzähne auf den Greifern drauf. Ja, Wahnsinn. Das stinkt auch wie Sau. Boah, der kann dir bestimmt Finger abknibbern. Ja, denk mal schon, dass das wehtun kann. Und was hast du noch? Das hier, denke ich mal, ist auch irgendwas von Krabben. Ja. Irgendeine Der Krabbenart. Panzer. Ja. Hey, die Und dann frisst habe ich das. hier noch sehr schöne Muscheln. Muschelschalen. Das sind, wie heißen die nochmal? Vergessen, wie die Sorte Muscheln heißt, aber sie sind sehr schön. Ja. Und die haben auch so eine schöne Aprikotfarbe. Ja. Und jetzt suche ich Aprikot. suche ich noch ein bisschen weiter Lachsfarben. Aber es klingt halt alles. Ja. Was? Links und dann kommt man auf die Straße. Nee, wir müssen die. Wir nähern uns dem Ende von unserer kleinen, knackigen Runde. Wenn ihr in der Nähe seid, dann macht unbedingt diese Wanderung, weil sie ist einfach echt richtig schön, kurzweilig, einfach, also auch für Kinder machbar. Sind ungefähr 7 Kilometer gewesen. Also nichts ganz Schlimmes und mit ein bisschen Glück hat man die Chance, hier Wale zu beobachten und Delfine, natürlich viele Vögel, verschiedene Vogelarten. Ja, wir machen jetzt gleich erstmal Mittag, weil es ist inzwischen schon früher Nachmittag geworden. Wir haben alle Hunger. Ich liebe übrigens dieses Wetter. Es ist mit mein Lieblingswetter. So ein Frühherbst, so ein herbstlicher Tag, bisschen Wind, frische, kalte Luft. Vielleicht noch ein bisschen Nieselregen, nicht zu doll. Ich liebe es, da bin ich so gerne draußen. Und das passt natürlich hier oben zu dieser wilden Natur auch so gut. Da macht es hier besonders viel Spaß. Ein Traum. Na krass, da hinter mir auf dem Parkplatz steht unser Bus und wir sind jetzt hier so einen Hang runtergekommen und da entdecke ich doch hier so eine Höhle. Muss ich natürlich jetzt reingehen. Mini traut sich nicht, sie bleibt mit Hedi draußen. Hier, nimm den Wachhund. Ja. Nee, das war der Wachhund, genau. Mini nimmt den Wachhund und wir gehen mal zusammen da rein und gucken, was es hier gibt. Aha, schaut mal.
Hier ist der Höhleneingang. Krass, ist das hier safe? Hier ist schon ein bisschen was runtergekommen. Ist vielleicht schlauer, hier mit einem Helm reinzugehen. Habe ich jetzt aber nicht. Ein Stückchen. Das wird ja wohl nicht hoffentlich genau jetzt die Decke einstürzen. Alter, was ist hier? Scheiße. Das sieht groß aus. Ich kacke mich schon wieder ein, ja. Nix, ist alles schwarz. Es hört sich, es schallt nicht. Also groß ist es nicht. Es ist irgendeine Höhle. Ich habe keine Taschenlampe mit. Ich gehe lieber wieder raus. Ich kann da unten schnell drunter weg. Ja, ist schon gruselig, so eine Höhle, ne? Hab jetzt leider nichts gesehen. Da hinten kommt Chrissy. Ich wette, der traut sich. Deswegen übergebe ich jetzt einfach mal die Kamera. Was ist denn hier? Aber man sieht leider nichts hier. Ich nehme mein Handy. Also, aber es ist wirklich schwarz da drin. Oh, so ist leider komplett schwarz hier drin. Und mein Handylicht reicht nicht. Und hier ist noch Wasser drin. Also, ja, aber echt große Höhle hier. Cool. So, aber ich denke, wir werden wieder rausgehen hier. Es ist zu dunkel und es ist Wasser drin. Ja, weiß nicht, ob es da weitergeht. Ach, krass, wir sind jetzt hier mal so 100 Meter weiter gelaufen, haben uns jetzt zufällig nochmal umgedreht. Und hier sind überall Eingänge. Diese Gegend hier, die war ja offensichtlich, das war uns gar nicht klar, recht wichtig zu Nazi-Zeiten und ist es auch heute noch. In Vardø, was eine der nördlichsten Orte hier auf der Varanga-Halbinsel ist, gibt es als NATO-Außenposten eben auch einige Überwachungssysteme, nenne ich es jetzt mal. Da ist ein bisschen was hingebaut. Also ich glaube, das hat heute nach wie vor auch vielleicht sogar größere Wichtigkeit denn je. Vor allen Dingen im Kalten Krieg war Vardø ein relativ wichtiger Posten für die Amerikaner. Und da wurde auch jetzt neuerdings wieder was gebaut. Also ich glaube, man ist sich einfach nicht so darüber bewusst, weil das hier so weit im Norden ist und man einfach nicht darüber nachdenkt, dass das hier am Ende der Welt irgendwie wichtig wäre. Aber dennoch ist es ja Grenze zu Russland, auch Meeresgrenze und wahrscheinlich deswegen einfach auch wichtig, militärisch, strategisch. Schon krass, also die ganze Küste hier am Atlantik, am Nordatlantik oder jetzt hier an der Barentssee ist voller Bunker, die zum Atlantikwall seinerzeit gehört haben. Oder Bunkerreste, sagen wir mal so. Höhlen, Bunkerreste, Überbleibsel aus der Nazi-Zeit. Das ist echt krass. Das hatten wir so hier gar nicht erwartet. Hallo ihr Lieben, ein neuer Tag hat angefangen. Wir sind ganz im Osten von Nordnorwegen. Der Ort, auf dem wir hier sind, heißt Vardø. Auf jeden Fall gucken wir uns jetzt hier an, was es gibt. Es gibt nämlich ein Hexen-Memorial-Ding, also so eine Gedenkstätte anlässlich der Hexenverfolgung im 17. Jahrhundert. Und da wurden nirgendwo in Europa gemessen an der Einwohnerzahl so viele Hexen verfolgt und auch verbrannt wie hier in Vardø. Und deswegen hat man hier ein Denkmal errichtet. Das gucken wir uns jetzt mal an.
Ganz charakteristisch für Vardø sind auch diese Satellitenstationen da hinten. Nach offiziellen Angaben, wir haben mal nachgelesen, sollen die Weltraumschrott beobachten. Aber man weiß natürlich auch, dass das hier eine NATO-Außengrenze zu Russland ist und deswegen sicherlich strategisch hier sehr wertvoll. Diese Satellitenstationen wurden auch noch wohl vergrößert und da gab es hier in Vardø auch Demonstrationen deswegen, weil die doch größer geworden sind, als angegeben wurde und weil auch vermutet wird, dass die NATO da nicht mit offenen Karten spielt und nicht sagt, wofür das überhaupt genau ist. So, wir haben uns Vardø jetzt angeguckt. Hier herrscht auch eine ganz spezielle Stimmung. Also es ist alles relativ ruhig. Man sieht wenig Leute, alte Gebäude überall, also es hat eine sehr spezielle Stimmung. Wir haben uns das Hexendenkmal angeschaut, ihr habt es gesehen. Und es gibt noch ein paar mehr Sehenswürdigkeiten in Vardø. Zum Beispiel eine Sternfestung, das ist glaube ich die nordöstlichste Europas. Aber da es extrem regnet heute und hier auch diese Satellitenstation gibt, werden wir hier die Drohne im Auto lassen, auf jeden Fall. Und es wird auch sehr kalt mittlerweile. Wir werden jetzt weiterfahren, wieder zurück Richtung Vadsø und dann Richtung Kirkenes. Er traut sich nicht, die Drohne zu starten. Er wollte es bloß nicht sagen, damit er nicht unseriös klingt. Aber in Wirklichkeit hat er das Wrack voll. Was? Wir fahren jetzt von der Insel wieder runter durch einen Tunnel. Die Norweger haben hier wieder einen Tunnel gebaut, wo man hier gut rauf und wieder runterkommt. Das ist richtig schön und macht Spaß. So, ich bin gerade auf dem Weg, trotz bestialischen Regens, der hier gerade auf mich niedergeht, auf den Domen. Das ist sozusagen assoziiert mit diesen Hexenverfolgungen. Und zwar ist es so, dass das hier ein Berg ist, irgendwas um die 150 Meter über Null. Und ja, man könnte sagen, der Blocksberg des Norwegens. Das ist hier so ein Dead End, dass viele Hexen wohl im 17. Jahrhundert hier zum Domen und nach Vardø oder in die Region angeblich gekommen sind, um hier, weil hier im Bereich des Berges angeblich irgendwo der Eingang zur Hölle sein sollte, und um sich dann mit Satan zu treffen und andere Dinge zu machen, seien die ganzen Hexen hierher gekommen und haben sich dann hier versammelt. Aber ich sehe jetzt hier erstmal keinen Eingang. Vor mir ist so ein Häuschen. Mal gucken, was es da gibt. Okay. Hier kann man Feuer machen. Das ist wie so ein kleines Shelter. Ist ja krass. Sieht man die Welt durch Rosa, was das wieder bedeuten soll. Also das Wetter, das braucht echt kein Mensch, ne? Es ist so unangenehm. Zumal, also es wäre wahrscheinlich gar nicht so schlimm, hätten wir unsere Winterjacken dabei. Aber immer nur mit diesen dünnen Gummiklamotten, da hilft auch der beste Zwiebellook dann irgendwann nichts mehr, wenn das so eisiger Wind ist, der hier schon pfeift. Aber okay, also das hier ist irgendwie, glaube ich, assoziiert mit diesem Thema Hexenverbrennung. Ich habe es euch ja gerade erzählt. Das ist ein schöner Platz. Hier steht es auch nochmal geschrieben. Aber steht nichts zum Hexenthema. Also sonst ist hier nichts weiter ausgeschrieben. Man kann sich halt hier hinsetzen, ein Feuer anmachen, auf die Barentssee schauen. Da ist irgendwas drauf. Das sieht man natürlich durch die GoPro nicht. Das ist wahrscheinlich ein Schiff. Also diese Ruhe und diese Abgeschiedenheit hier auf der Varanger-Halbinsel, das ist wirklich richtig beeindruckend. Das haben wir komplett mitgenommen.
Es fällt richtig schwer, hier wieder zu fahren, weil es einfach so erdend, ursprünglich schön ist. Ja, das war eigentlich, muss man sagen, jetzt wo wir kurz vor unserem Rückweg gen Süden, gen Deutschland stehen, muss man sagen, dass das eigentlich die gesamte Reise in Skandinavien dieses Mal beschreibt. Wir haben uns sehr, sehr viel Zeit genommen, nur für den Norden, sowohl in Schweden als auch in Norwegen. Wir werden jetzt ein Stück durch Nordfinnland fahren, in Finnland den Polarkreis in südliche Richtung wieder passieren und dann wieder nach Schweden zurück und an der Ostsee nach Süden fahren. Das ist unsere geplante Reiseroute jetzt für den Rückweg. Aber ich muss sagen, dieses Ursprüngliche, die Ruhe, die Natur, die Kraft, die davon ausgeht, dass das hier alles mehr oder weniger unbesiedelt und ursprünglich ist, das beschreibt eigentlich die gesamten letzten 2-3 Monate, die wir hier verbracht haben, und habe unglaublich viel Energie geschöpft. Ich glaube, da spreche ich auch für die anderen beiden, die sind jetzt im Auto geblieben, denen war es zu kalt und zu nass. Christian hat gesagt, ich soll bei besserem Wetter nochmal mit dem Besen herfliegen, aber das ist mir zu weit. Ja, also ich glaube, ich spreche auch für die anderen beiden, wenn ich sage, dass wir hier aufgetankt haben, dass wir hier neue Energie geschöpft haben. Es war doch vor allen Dingen das erste Halbjahr, die ganze Hundegeschichte und so weiter. Wer uns damals schon gefolgt ist, der hat das vielleicht so ein bisschen mitgekriegt. Das war doch sehr aufreibend, nervenaufreibend, hat viel Energie, Kraft, Zeit, Geld gekostet. Und wir haben uns hier gut erholt. Wir sind zum Team geworden mit unserer Hedwig, die jetzt neu dabei ist. Und sind zusammengewachsen und fahren zusammengewachsen wieder nach Süden. Und das fühlt sich richtig gut an. Genau, ich bin jetzt gleich wieder am Auto. Hoffentlich haben sie die Heizung angelassen. Und dann verabschiede ich mich an dieser Stelle von euch. Wir sehen uns wieder nächste Woche im neuen Video. Da fahren wir nach Kirkenes und wir planen, ins Dreiländereck Russland, Finnland, Norwegen zu wandern. Hoffentlich spielt das Wetter mit. Dann zeigen wir euch, wie es da aussieht. Vielleicht schaffen wir es auch noch bis zum Weihnachtsmann. Schaltet gerne wieder ein. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss! Respekt und Anerkennung, wie war's? Nass Ja. und kalt. Und es gab gar nichts. Gab gar nichts. Nee. Es gab so ein Häuschen mit diesen rosa Fenstern. Ja. Ja, ich bin jetzt aber schon. Waren Hexen da? Nee. Okay. Aber du hast deinen Besen vergessen. Der ist mir zu schade für dieses Wetter. Gut. Also Respekt, muss ich wirklich sagen.